Kindheitserinnerungen. Herzlich willkommen bei Ratzfatz Schlemmen. Lecker Leichtes aus Grill, Pfanne und Ofen. Heute bleiben wir kulinarisch in Deutschland. Wir machen ein Hühnerfrikassee nach Mamas Rezept. Und es ist wirklich nach Mamas Rezept. Nach meiner Mama. Und wie das geht, erfahrt ihr jetzt. Normalerweise wird Hühnerfrikassee mit Suppenhuhn gemacht. Bei uns funktioniert das immer mit einem Hähnchen. Ich kenne es nicht anders, seitdem ich denken kann, wurde Hühnerfrikassee mit Hähnchen gemacht. Ist weicher, das Suppenhuhn, was man damals gekriegt hat, das war so zäh, das wollte man einfach nicht essen, also haben wir ein Hähnchen benutzt. Ich werde heute mal einen kleinen Versuch starten, und zwar werde ich beides nehmen. Ich habe ein schönes Maishähnchen und ich habe ein halbes Suppenhuhn. Das Hähnchen hat einen Nachteil, wenn es zu lange gekocht wird, denn dann zerfallen die Fasern und dann ist das irgendwie eher ein Brei, als dass man noch Fleischstücke hat. Und das kann bei dem Suppenhuhn natürlich nicht passieren, aber wir passen einfach auf, kochen das nicht so lange und dann wird es schon lecker werden. Was wir für das Berliner Hühnerfrikassee nach dem Rezept meiner Mama brauchen, ist folgendes. Für unseren Versuch brauchen wir ein halbes Suppenhuhn, ein Maishähnchen, ein Bund Suppengrün, den Marloher Gartenlorbeer, ein paar Körner Piment, Birkenzucker und Zitronensaft, Schwarzwurzeln, ein Glas, ich habe keine frischen bekommen, also ein Glas Schwarzwurzeln, Champignons, traditionell nehmen wir tatsächlich Champignons aus dem Glas, heute nehme ich mal frischen. Saure Sahne, wer lieber Schmand benutzen möchte, der darf sich ein Dings da extra anrechnen. Und das sind 3 Esslöffel Mehl, die brauchen wir dann zum Andicken, sowie einen halben Liter, beziehungsweise wahrscheinlich brauchen wir 1 Liter Gemüsebrühe. Als Beilage gibt es bei uns traditionell Reis, und zwar in Langkornreis. Und da wir Dings da zählen, nehmen wir 50 Gramm trockenen Reis pro Person. Das sind hier 100 Gramm, nur um mal so eine Vorstellung zu haben. Aber der geht ja natürlich noch viel weiter auf. Die genauen Mengenangaben für 2 Personen findet ihr unten in der Box. Wie gehen wir vor? Wir werden erstmal die Hähnchen oder das Hähnchen, im Normalfall ist es ja nur eins. Wer meinen Kanal öfter sieht, der weiß, dass ich auch gerne mal was einfriere. Für Tage, wo ich keine Zeit habe zum Kochen. Deswegen heute etwas mehr. Also wir werden das Hähnchen erstmal kochen. Einfach in der Gemüsebrühe. So etwa 1 Liter Gemüsebrühe zum Kochen bringen. Das Hähnchen rein und dann so 45 Minuten, bis es durch ist. Dann nehmen wir das raus und pflücken das. In der Zwischenzeit werden wir das Suppengrün klein schneiden und mit reingeben ins kochende Wasser und die Pimentkörner und den Lorbeer ebenfalls. Der Porree muss gut gewaschen werden. Ich schneide mir den hier immer in der Hälfte durch. Wenn die Wurzel dran ist, dann lasse ich die Wurzel stehen. Dann fällt er nicht so auseinander und dann kann man hier dazwischen immer gut waschen. Der wird klein geschnitten, genau wie die Mohrrüben, die in Scheiben, und der Knollensellerie ebenfalls. To be daring, baby, dance the night away. I let my head down if I want. Die Pilze werden nicht gewaschen. Und das habe ich schon mal in einem anderen Video erklärt. Das verlinke ich euch mal oben. Die werden nur trocken abgeputzt. Wir werden die halbieren, um ein bisschen die Größe zu erhalten und nachher dann mit in die Soße geben. So much better. I don't fit into your box. Beauty queens without no flaws. You can do better. I dare you to be wilder. I don't fit
Pimentkörner und der Lorbeer, die kommen gleich von Anfang an rein. Das Gemüse werden wir gleich nach so 10 bis 15 Minuten dazugeben. Gewürzt wird das Frikassee ausschließlich mit Salz und Pfeffer. Zum Abschmecken, so kenne ich das, benutzen wir Birkenzucker und Zitronensaft. Dann hat man so einen süß-sauren Geschmack, Grundgeschmack da drin. Das Mehl ist tatsächlich nur zum Andicken gedacht. Als Mehlschwitze, die machen wir diesmal aber nur mit Wasser. Keine echte Mehlschwitze, die wir in Butter anschwitzen, sondern wir werden das Mehl in Wasser auflösen, in so einem Shaker hier und dann nach und nach dazugeben. Und wenn die Soße kocht, wird die automatisch dick. Wir müssen das ein bisschen 1-2 Minuten kochen lassen, damit das Mehl auch gar wird. Und ja, dann haben wir einfach eine etwas dickere Soße. Die Schwarzwurzeln können durch Spargel ersetzt werden. Wer Schwarzwurzeln nicht möchte, kann natürlich Spargel nehmen. Und ja, die Champignons können natürlich auch aus dem Glas genommen werden. Meine Mama hat das immer so gemacht. Ich nehme an, weil es damals einfach sehr saisonabhängig war, wann man Champignons bekommen hat. Und im Glas gab es die halt immer. Das Hähnchen hat jetzt eine Dreiviertelstunde gekocht. 45 Minuten. Und das habe ich jetzt rausgenommen, damit wir das pflücken können. Das Suppenhuhn habe ich noch ein bisschen drin gelassen. Das kocht jetzt noch eine Viertelstunde weiter. Und habe jetzt auch das Suppengrün dazu getan. Das kann jetzt gemeinsam noch ein bisschen köcheln. Und wir pflücken jetzt erstmal das Hühnchen auseinander. Generell muss man sich immer überlegen, ob man die Haut mit benutzen möchte oder nicht. Ich benutze die immer mit, weil die gibt nochmal Geschmack. Hat aber leider natürlich auch ein bisschen mehr Fett. Und dann sollte man sich etwas Zeit nehmen, weil das ist echt heiß. Ruhig eine Viertelstunde warten, bis es so ein bisschen abgekühlt ist. Und dann kann man das abpflücken. Das Hähnchen ist zerpflückt. Das Suppenhuhn habe ich jetzt rausgenommen. Und nun geben wir die Champignons und die Schwarzwurzeln mit dazu. Das Hähnchen und das Suppenhuhn ist jetzt gepflückt, also das Fleisch einfach von der Karkasse, von dem Knochen abgerissen. Das Fleisch des Suppenhuhns haben wir gleich wieder in die Suppe reingemacht. Das vom Hähnchen, weil das deutlich zarter ist, kommt erst zum Schluss rein. So, jetzt kommt die saure Sahne dazu und der Birkenzucker. Man kann auch Süßstoff nehmen. Das waren jetzt hier 2 Teelöffel. Und der Saft einer halben Zitrone. Das muss jetzt mal kurz aufkochen. Das Mehl werde ich jetzt mit kaltem Wasser shaken, so dass das ja einen Brei ergibt. Wichtig ist, dass man bei dem Mehl kaltes Wasser nimmt. Das ist, ja, Täterwissen. Andernfalls explodiert die ganze Sache. So, und dann das Mehl einfach so ein bisschen da reinkippen. Kurz warten, dass das aufgekocht ist und dann wird man sehen, dass das anzieht und die ganze Suppe dick macht. So, das Fleisch vom Hähnchen habe ich jetzt auch noch hinzugefügt. Ich werde jetzt den Reis noch kochen. 2 Gläser Wasser auf 1 Glas Reis. Und dann freue ich mich aufs Essen. Und nun jedes Mal immer das Schönste. Super lecker. Aber ein Tipp von mir. Nächstes Mal nehme ich kein Suppenhuhn.
Also mit dem ganzen Pflücken muss man schon so 2 bis 3 Stunden einkalkulieren. Das Hähnchen muss erstmal wieder abkühlen, sonst verbrennt man sich einfach die Pfoten. Insgesamt sind das denn, wenn ihr 8 Portionen daraus bekommt und bei 50 Gramm trockenen Reis pro Person, sind wir bei 11 Dienster und schmeckt einfach immer wieder lecker. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich freue mich über einen Daumen hoch. Ich freue mich über jeden Kommentar und über jeden neuen Abonnenten. Und ja, hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bleibt gesund, euer Carsten. Ciao.